Ist es wichtiger, Geld zu haben oder Ruhm oder dein Potenzial zu leben? Also wir streben alle so nach Anerkennung oder Geld oder Ruhm. Und wir haben das Gefühl, also wir haben eigentlich diese tiefe Erkenntnis, dass uns das überhaupt nicht befriedigt. Also du kannst noch so viel Geld und Ruhm haben, wenn es nicht dein Potenzial mit reinnimmt. Also wenn du nicht dein Potenzial in dem erfüllen kannst, macht es dich unglücklich. Es macht dich wie so hohl und leer. Also jemand, der wenig Geld hat, aber sein Potenzial lebt oder sein Interesse nachgeht, da ist wie so gekoppelt. Also Potenzial ist mit glücklich sein. Man könnte sagen, das Potenzial ist ja auch so ein Modewort geworden. Alle wollen vielleicht ihr Potenzial entwickeln oder finden und so. Aber da auch wird mehr auf diese finanziellen Sachen geguckt oder auf den Erfolg im Geschäft oder Erfolg in deinem Coaching oder in deiner Therapieform oder so. Aber was wir so entdeckt haben, ist, dass es so eine Ausrichtung gibt, das Potenzial von dir selbst zu erkunden und zu leben. Und wir können eigentlich nur so scheren, das, was wir leben. Für uns ist das Potenzial das Erforschen von allem, eigentlich von allem, was uns begegnet. Ja, weil das ist ja so klein. Wenn du jetzt nur das Potenzial, sagen wir mal, auch beruflich, also viele sind ja mega zufrieden und wollen beruflich ihr Potenzial. Aber es ist ja so klein, du bist ja mehr als dein Beruf. Auch wenn du vielleicht 8 Stunden am Tag arbeitest, ist auch dein Beruf klein. Du bist ja viel mehr. Du hast einen Körper, der lebt. Der hat ein Riesenpotenzial, sich auszudrücken im Sport, mit der Stimme, in Kunst, in Essen, Sexualität. Also es gibt so viele Bereiche. Allein körperlich, ne? Schon Also körperlich. Allein körperlich wo ist das unser Potenzial viel größer ist als das, was wir leben. Du siehst schon unsere Begeisterung. Ne? Allein Ja, das. ja. Allein das. Also Ja. es bräuchte lebenlang, könntest du dich beschäftigen mit dem Potenzial vom Körper. Ja. Ne? Von deinem, wie du lebst, wie du reagierst. Dann die Gefühlswelt. Wie du fühlst, Gefühle zu erforschen. Dein Potenzial, fühlend durch die Welt zu gehen und zu leben. Also so Ja, die Intelligenz auch vom Fühlen Genau. mitzubekommen. Ja, sich leiten zu lassen eigentlich. Das. Von diesem Gefühl, also nicht mal Gefühlen, sondern zu fühlen. Wenn du fühlend durchs Leben gehst, wirst du ganz anders geleitet, als wenn du mit dem Denken durchs Leben gehst. Ne? Ja. Und das ist auch oft der Punkt, warum viele Menschen ihr Potenzial im Beruf nicht finden, weil sie es nur im Beruf suchen. Wenn wir manchmal das ganze Potenzial, also wenn wir uns viel mehr vergrößern und unser gesamtes Potenzial in anderen Bereichen auch anfangen zu erforschen, wirst du merken, dass du automatisch viel mehr dein Potenzial auch im Beruf lebst. Ja, Ne? weil es ist irgendwie so eine Ausrichtung. Ja. Also dein Potenzialleben ist eine Ausrichtung. Ne? Dein Potenzialleben ist im Ausdruck deiner Wohnung, mit deinen Menschen, die du hast, wo du dein Geld ausgibst, wie du dein Geld ausgibst, wie du dich ernährst, aber auch was du ausdrückst. Das ist so Wie du breit, liebst. so breit. Ja. Und du bist damit geboren, mit diesem Gefühl von Erforschen. Du bist eigentlich ein Entdecker vom Leben. Ne? Du könntest, wie du schon gesagt hast, die Sexualität dein Leben lang erforschen. Ein Leben lang kannst du den Körper erforschen, wie er im Zusammenspiel ist mit jemandem, wie die Gefühle damit reingehen. Wie es ist, wenn du liebst. Das ist so weit und offen. Wenn du auf die spirituelle Suche gehst, zu erfahren, deine Natur zu erfahren, nach innen zu gehen, das ist unendlich. Es ist ein unendliches Potenzial in dir, das zu erforschen. Das füllt dich mit so viel Liebe oder Zufriedenheit, dich so zu erforschen.
das kann niemals aufgewiegt werden mit Geld oder irgendeinem Ruhm oder irgendwelchen super YouTube-Zahlen. Obwohl, wenn ihr es cool findet, dann liked den Kanal und abonniert ihn oder teilt und lasst uns ganz viele große Superzahlen haben bei dem Video und es erfüllt uns auch. Das freut uns. Also wir machen gerne Videos. Also es ist für uns, wir erforschen das. Also wir erforschen dieses Medium, wie wir es rüberbringen, das, was wir erlebt haben oder realisiert haben. Wie können wir das rüberbringen? Das ist für uns so eine Passion, eine Leidenschaft. Wie können wir dich erreichen durch eine Kamera durch? Oder wie können wir dich erreichen in einem von unseren Retreats oder live? Das ist was, wo wir einfach immer nur in die Richtung von unserem Potenzial gehen. Ja, oder alles, was wir je erforscht haben oder erfahren haben, das macht was, wenn wir mit Menschen arbeiten. Ja. Weil das alles, was du kennst von dir selber, das ist viel einfacher, wenn du mit anderen Menschen bist, wenn du mit anderen Menschen arbeitest. Du siehst so vieles nicht, wenn du es bei dir nicht kennst. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns erforschen. Also wir gehen viel sicherer durchs Leben, viel offener, viel angstfreier, wenn wir anfangen, uns zu erforschen, also unser Potenzial zu erforschen. Und weißt du, was wir halt nicht meinen, ist nicht ein Potenzial. Ja. Die meisten Leute, die so in der Werbung dieses Wort Potenzial nehmen, die meinen halt irgendwie so dein Potenzial als Beruf. Du bist als Redner geboren oder Das meine ich whatever auch, oder so. Ne? Genau. Und genau das macht so klein und du wirst dich nicht glücklich fühlen mit dem. Ja? Wenn du das Potenzial als dein Leben siehst, jeden Morgen, wenn du aufstehst, Ich will mein Potenzial. ja, das Mein ist Ganzes. Das ist dein Leben und das hat halt nichts mit dem zu tun, dass du was bekommst immer. Ja. Also dass du was bekommst, sondern irgendwie, wie kann ich mein Potenzial leben, da zu sein, die anderen tatsächlich mitzukriegen und gleichzeitig mich zu spüren und die Gedanken wahrzunehmen, die Gefühle wahrzunehmen. Ey, das ist der Hammer, das Leben. Ne? Also ich glaube, es ist einfach diese Ausrichtung in das Potenzial. Jede Pflanze, jedes Lebewesen versucht, sein Potenzial zu leben. Und das lässt so scheinen. Das ist wie deine Lebensenergie auch. Das ist nicht negativ. Du musst nicht erfolgreich sein damit. Das ist, die Ausrichtung ist eigentlich das Entscheidende. Ja, weil wenn du anfängst, dein Potenzial zu erforschen in mehreren Bereichen, wirst du das, was du jetzt schon erlebst bei uns, diese Freude spüren. Das ist eine Freude, das ist manchmal mega anstrengend und gleichzeitig erfüllt es dich, weil du merkst, wow, das ist auch möglich und ich bin schon wieder über eine Grenze gegangen und habe gemerkt, da schaffe ich mehr oder da habe ich mich weiterentwickelt, da habe ich was gelernt, Oder du scheiterst. wo ich nicht in Frage, ja genau, oder Ne? du scheiterst, Ja. stehst wieder auf und das macht so das macht das Leben so interessant. Also das ist eigentlich der Juice vom Leben. Wenn du anfängst zu erforschen, wo dein Potenzial ist, wo es vielleicht momentan gerade endet und wie du vielleicht dich weiter, also wie du das vergrößern kannst. Weil es ist in so viele Bereiche möglich, wo wir oft uns gar nicht trauen, weil wir uns so zufrieden geben mit dem. Ja. Und dann so, so ein zufriedenes Leben führen. Ich hoffe, Unzufriedenes. Ich hoffe, es ist was rausgekommen, was wir meinen mit dem Potenzialleben. Weil oft steckt im Kopf halt das andere. Und wir versuchen das jetzt so rüberzubringen oder so, dass es tatsächlich wichtig ist, in dieses Potenzialleben reinzugehen. Und wenn du es tiefer erforschen willst, kannst du es gerne auch mit uns. Wir haben immer so einmal im Jahr haben wir sicher so einen 9-Wochen-Kurs Power of Creation heißt der. Der fängt jetzt auch wieder am Sonntag an. Vielleicht magst du kurzfristig noch dabei sein, wenn es dich 2. Februar zieht. Genau. 2025. Ja. Und der geht 9 Wochen lang und geht darum, dein Leben zu kreieren. Deine Vision, dein Ziel, dein Potenzial, wie zu erfahren. Und wir tun dich das Schritt für Schritt reinleiten in das, was wir realisiert haben und dir eine andere Wahrnehmung geben, zu leben.
Ja, würde uns freuen. Und sonst? Ja. Nächste Woche Freitag. Genau, wahrscheinlich nächste Wieder Woche hier. Freitag Genau. im stürmischen Goa. Jetzt ist es zwar ruhiger und jetzt kommt gleich der Sonnenuntergang Ja. und alles Liebe. Alles Ja. Liebe von uns. Egal wo du bist. Wir haben dich lieb. Ja. Und wir sehen dein Potenzial. Ja.